Lektion 1: Künstlerische Inspiration. Großartig. Wir können uns auch nach neuen Kunstbüchern oder Zeitschriften umsehen, um uns inspirieren zu lassen. Tja, ich liebe es, neue Künstler und Techniken zu entdecken und so meine Fähigkeiten zu erweitern. Genau. Es gibt immer frische Ideen, die die Kreativität anregen können. Ich stimme zu. Manchmal finde ich Inspiration an unerwarteten Orten. Ich auch. Haben Sie in letzter Zeit interessante Ausstellungen gesehen? Ich habe letzte Woche eine lokale Galerie besucht, die aufstrebende Künstler ausstellte. Das klingt fantastisch. Es ist immer spannend, neue Talente zu sehen. Tja, ich finde, die Unterstützung lokaler Künstler ist für die Gemeinschaft sehr wichtig. Auf jeden Fall. Lass uns eine Liste mit Orten erstellen, die uns inspirieren. Lektion 2: Zivildienst. Andere Möglichkeiten, ein guter Bürger zu sein, sind oft mit größerem Aufwand verbunden. Ja, da stimme ich zu. Manche Menschen engagieren sich ehrenamtlich für ihre Gemeinde. Genau. Ob bei Tafeln oder in Notunterkünften. Jeder kleine Beitrag hilft. Auf jeden Fall. Es ist lohnend, etwas zurückzugeben und etwas zu bewirken. Ich denke, dass es auch wertvoll ist, an Aufräumaktionen in der Gemeinde teilzunehmen. Das ist eine tolle Idee. Sie bringt Menschen für eine gemeinsame Sache zusammen. Ja, außerdem fördert es das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft. Gerne würde ich für uns und unsere Freunde einen freiwilligen Tag organisieren. Das klingt perfekt. Lass es uns verwirklichen. Lektion 3: Kurztrips. Manche Menschen bevorzugen Kurztriebs für Wochenendausflüge. Ja, das kann erfrischend sein, ohne den Stress einer langen Reise. Genau. Außerdem können sie lokale Sehenswürdigkeiten ohne große Planung erkunden. Das stimmt. Kurze Distanzen erleichtern spontane Abenteuer. Und manchmal werden für sehr lange Fahrten Busse und Autos verwendet. Ja, sie können auch für Reisen über lange Strecken bequem sein. Bevorzugen Sie für längere Reisen Autofahrten oder fliegen Sie lieber? Ich genieße Rohrtriebs. Sie ermöglichen mehr Flexibilität und mehr Erkundung. Ich stimme zu. Außerdem kann die Reise genauso angenehm sein wie das Ziel. Lektion 4: Routeurpläne. Ich hoffe, das bleibt so. Das Wetter ist heute perfekt. Doch, ich habe Pläne für draußen und möchte sie in vollen Zügen genießen. Das klingt super. Was schwebt dir vor? Ich denke darüber nach, in den nahegelegenen Hügeln eine Wanderung zu machen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Tja, die frische Luft und die schöne Aussicht sind so erholsam. Packen wir ein paar Snacks ein und machen wir einen schönen Tag daraus. Auf jeden Fall. Ein Picknick wäre eine schöne Ergänzung zur Wanderung. Ich kann es kaum erwarten, die Natur zu erkunden und zu genießen. Lektion 5: Der Einfluss der Technologie auf die Geschäftskommunikation. Die Technologie hat die interne und externe Kommunikation von Unternehmen dramatisch verändert.
Auf jeden Fall haben digitale Tools die Kommunikation schneller und effizienter gemacht. Beispielsweise erleichtern Instant-Messaging-Plattformen die Zusammenarbeit zwischen Teams in Echtzeit. Ja, diese Unmittelbarkeit hilft dabei, Probleme schnell und effektiv zu lösen. Darüber hinaus ermöglichen Videokonferenzen persönliche Interaktionen, auch aus der Ferne. Das stimmt, es stärkt die Verbindung und die Teamarbeit, unabhängig von der physischen Distanz. Darüber hinaus sorgt die Verwendung einer Project-Management-Software dafür, dass alle Beteiligten über die Aufgaben im Bilde sind. Genau, eine klare Kommunikation über den Projektfortschritt fördert die Verantwortlichkeit. Letztendlich kann die Nutzung von Technologie in der Kommunikation zu einer verbesserten Produktivität führen. Lektion 6: Verbesserungsmöglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und zum Wachstum. Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig, ständig zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Okay, das werde ich im Hinterkopf behalten. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss? Ich denke, dass die Vernetzung auch für die Eröffnung neuer Möglichkeiten von entscheidender Bedeutung ist. Das ist ein guter Punkt. Der Aufbau von Kontakten kann zu spannenden Aussichten führen. Auf jeden Fall. Der Austausch mit anderen Fachleuten kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich werde es mir zur Priorität machen, dieses Jahr an mehr Networking-Veranstaltungen teilzunehmen. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Lasst uns einander bei unseren Zielen unterstützen. Ich stimme zu. Gemeinsam können wir bedeutende Fortschritte erzielen. Lektion 7: Kulinarische Abenteuer. Die Gerichte, die wir probiert haben, waren unglaublich. Die Aromen waren so lebendig. Ich stimme zu. Gab es beim Kochen irgendwelche Herausforderungen? Ja, das Teaming war schwierig, insbesondere da so viele Gerichte zubereitet werden mussten. Das kann ich mir vorstellen. Die Verwaltung mehrerer Rezepte kann etwas überwältigend sein. Genau, aber die Freude über eine gut zubereitete Mahlzeit ist es allemal wert. Siluf, ich liebe das Erfolgserlebnis, wenn ich etwas Leckeres gekocht habe. Ich auch. Es ist lohnend, diese Mahlzeiten mit Freunden und Familie zu teilen. Auf jeden Fall. Lass uns einen Kochabend planen, um gemeinsam neue Rezepte auszuprobieren. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich freue mich darauf, in der Küche kreativ zu werden. Lektion 8: Kurze und lange Reisen. Ich mache gerne kurze Ausflüge, aber für sehr lange Fahrten werden manchmal Busse und Autos genutzt. Das stimmt. Kurztrips können erfrischend sein und sind leicht zu planen. Genau. Sie ermöglichen es dir, neue Orte ohne allzu große Verpflichtungen zu erkunden. Aber auch lange Reisen können ein Abenteuer für sich sein. Absolut. Ich liebe die Aufregung, die eine Reise in eine neue Stadt mit sich bringt. Tja, es macht Spaß, unterwegs verschiedene Kulturen kennenzulernen. Haben Sie in letzter Zeit unvergessliche längere Reisen unternommen? Ja, ich bin mit dem Auto durch das ganze Land gereist und es war unglaublich. Das klingt fantastisch. Roadtrips können bleibende Erinnerungen schaffen. Lektion 9: Utoplänen. Ich hoffe, das bleibt so. Das Wetter ist perfekt für Aktivitäten im Freien. Joch, ich habe dieses Wochenende Pläne für draußen.
Das klingt super. Was schwebt dir vor? Ich denke darüber nach, in den nahegelegenen Bergen wandern zu gehen. Das ist eine wunderbare Idee. Die Aussicht dort oben muss atemberaubend sein. Luf. Ich liebe es, von Natur und frischer Luft umgeben zu sein. Ich stimme zu. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Energie zu tanken und etwas Bewegung zu genießen. Ja, außerdem wäre ein Picknick oben fantastisch. Ich bin dabei. Lasst uns ein paar Snacks zubereiten und einen schönen Tag daraus machen. Lektion 10. Zusätzliche Optionen. Okay, ich werde das für mein nächstes Projekt im Hinterkopf behalten. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss? Ja, es wird hilfreich sein, meinen Zeitplan zu überprüfen und klare Ziele zu setzen. Das ist ein kluger Ansatz. Ein Plan macht wirklich einen Unterschied. Genau. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und mich auf die Prioritäten zu konzentrieren. Ich denke, es ist auch wichtig, Feedback von anderen einzuholen. Ja, Input aus unterschiedlichen Perspektiven kann das Endergebnis verbessern. Auf jeden Fall. Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Ich werde mich unbedingt an mein Team wenden, um seine Erkenntnisse zu erfahren. Lektion 11. Humanisierte Perspektiven. Eine humanisierte, historisierte und säkularisierte Art, Muslim zu sein, ist faszinierend. Ja, er spiegelt die Vielfalt der Erfahrungen innerhalb der Community wider. Ich erinnerte mich an meinen Banner namens Wetter, den Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert, der Wissen schätzte. Das ist interessant. Seine Beiträge zur Gesellschaft waren bedeutend. Absolut. Es ist wichtig, den historischen Kontext von Glaubensvorstellungen zu berücksichtigen. Ja, das Verständnis der Vergangenheit kann uns helfen, heute unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Ich denke, es ist wichtig, den Dialog zu diesen Themen zu fördern. Auf jeden Fall. Offene Diskussionen können zu mehr Verständnis und Respekt führen. Ich würde gerne mehr über verschiedene Interpretationen und Praktiken erfahren. Lektion 12. Notfallvorsorge. Ich achte immer darauf, dass ich vor einer Reise einen Notvorrat einpacke. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, auf alles vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich achte auch auf Straßensperrungen, um Überraschungen zu vermeiden. Das ist ein guter Punkt. Es kann Ihnen unterwegs viel Zeit und Stress ersparen. Ja, eine vorausschauende Planung macht die Reise viel angenehmer. Ich versuche, für meine Reisen eine Checkliste zu führen. Das hilft mir, organisiert zu bleiben. Das ist eine gute Strategie. Ich sollte auch anfangen, eine Checkliste zu verwenden. Das ist wirklich hilfreich. So können Sie sicherstellen, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. Auf jeden Fall. Lasst uns sicherstellen, dass wir für unser nächstes Abenteuer gut vorbereitet sind. Lektion 13. Betrug im Sport. Das Problem der betrügenden Sportler spiegelt eine kulturelle und institutionelle Epidemie im Sport wider. Tja, Drogenkonsum ist in manchen Kreisen vielleicht so normal geworden. Genau. Es wirft ernsthafte Fragen zur Fairness und Integrität im Wettbewerb auf. Ich denke, es ist entmutigend für diejenigen, die hart trainieren und sich an die Regeln halten.
Absolut. Betrug untergräbt den Sportsgeist. Darüber hinaus ist es ein schlechtes Beispiel für junge Sportler, die zu diesen Persönlichkeiten aufschauen. Ja, wir müssen stattdessen eine Kultur der Ehrlichkeit und harten Arbeit fördern. Ich stimme zu. Die Lösung dieses Problems erfordert die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten. Hoffen wir auf positive Veränderungen in der Zukunft, um das Vertrauen in den Sport wiederherzustellen. Lektion 14. Lektionen fürs Leben. Unser Leben lehrt uns, wer wir sind, finden Sie nicht? Hilf. Ich habe am Ende meines Essays darüber geschrieben, wie Erfahrungen uns prägen. Das ist ein eindrucksvolles Bild. Allerdings waren einige Lektionen auch hart. Ja, das Leben kann hart sein, aber diese Herausforderungen führen oft zu Wachstum. Ich stimme zu. Gerade durch Widrigkeiten finden wir unsere Stärke. Ja, jede Erfahrung verleiht unserem Charakter Tiefe. Es ist wichtig, diese Lektionen anzunehmen, auch wenn sie schwierig sind. Ja, sie bereiten uns oft auf zukünftige Herausforderungen vor. Ich bin davon überzeugt, dass auch andere etwas lernen können, wenn wir unsere Geschichten teilen. Lektion 15. Dedizierter Arbeitsbereich. Für die Produktivität ist ein eigener Arbeitsbereich zu Hause von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Es trägt dazu bei, eine professionelle Atmosphäre zu schaffen. Genau. Wenn ich mich an die Arbeit mache, möchte ich konzentriert und motiviert sein. Ja, ein ausgewiesener Bereich kann Ablenkungen ebenfalls minimieren. Mir ist aufgefallen, dass meine Kreativität besser fließt, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin. Das stimmt. Es schafft den richtigen Ton, um Dinge zu erledigen. Ich denke, dass die Personalisierung des Raums ihn auch einladender wirken lassen kann. So, persönliche Akzente können die Kreativität anregen. Ich werde mich bemühen, meinen Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt zu halten. Lektion 16. Schönes Land. Ich fand ein wunderschönes Stück Land mit einem Tal auf der einen Seite und einem Golfplatz auf der anderen. Das klingt umwerfend. Es muss ein toller Ort zum Entspannen und Genießen der Natur sein. Absolut. Die Aussicht ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Das kann ich mir vorstellen. Es wäre ein perfekter Ort für Wochenendausflüge. Ja, ich habe darüber nachgedacht, dort eine kleine Hütte zu bauen. Das wäre wunderbar. Eine Kabine würde das Erlebnis wirklich verbessern. Es wäre ein großartiger Ort für Familientreffen und Aktivitäten im Freien. Auf jeden Fall. Ich hätte gerne einen ruhigen Rückzugsort abseits der Stadt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Besuch in diesem Land planen. Lektion 17. Frisches Gemüse. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch ein paar Ideen. Kaufen wir frisches Gemüse für unsere Koksession. Absolut. Frische Zutaten machen den Geschmack so viel aus. Tja, ich liebe es, den örtlichen Bauernmarkt zu besuchen, um die besten Produkte zu finden. Ich auch. Die Auswahl und Qualität sind meist viel besser. Außerdem ist es schön, die örtlichen Bauern und ihre Betriebe zu unterstützen. Genau.
Lass uns eine Liste mit allem machen, was wir brauchen, bevor wir losfahren. Super Plan. Ich freue mich schon auf das gemeinsame Kochen. Mir geht es genauso. So macht es Spaß, das frische Gemüse zu genießen. Lektion 18. Vorratskammer Grundnahrungsmittel. Wir sollten unbedingt Vorratsvorräte an Vorratsgütern wie Reis und Nudeln anlegen. Ja, die sind unverzichtbar. Sie können in so vielen verschiedenen Gerichten verwendet werden. Ich stimme zu. Wir brauchen auch etwas Milch zum Frühstück und Kochen. Besuch. Es ist ein Muss für Müsli und Backwaren. Wie wäre es, wenn wir eine Liste mit anderen wichtigen Dingen erstellen, die wir mitnehmen sollten? Gute Idee. Wir sollten auch Dinge wie Konserven und Gewürze einbeziehen. Ja, eine gut gefüllte Speisekammer erleichtert die Essenszubereitung ungemein. Auf jeden Fall. Es spart Zeit in arbeitsreichen Wochen, in denen wir schnell etwas essen müssen. Lasst uns dieses Wochenende einen Einkaufspummel planen, um alles zu besorgen, was wir brauchen. Lektion 19. Training und Ernährung. Ich habe in letzter Zeit trainiert, um an verschiedenen Fitnessbereichen zu arbeiten. Das ist super. Wie sieht es mit deiner Ernährung aus? Hast du etwas geändert? Ja, ich habe mich darauf konzentriert, mehr Vollwertkost und weniger verarbeitete Produkte zu essen. Das klingt nach einem cleveren Ansatz. Die Ernährung ist beim Training so wichtig. Absolut. Ich fühle mich energiegeladener und bin bereit, mein Training in Angriff zu nehmen. Das kann ich mir vorstellen. Welche Arten von Lebensmitteln haben Sie Ihren Mahlzeiten hinzugefügt? Ich esse mehr Gemüse, mageres Eiweiß und Vollkornprodukte. Das ist eine ausgewogene Ernährung. Sie ist für die Regeneration und Leistungsfähigkeit unerlässlich. Ich stimme zu. Ich lerne, dass meine Ernährung meinen Fortschritt maßgeblich beeinflusst. Lektion 20. Weitere Informationen erforderlich. Das Projekt fasziniert mich, aber ich benötige weitere Informationen. Natürlich kann ich Ihnen eine Broschüre mit allen Einzelheiten geben, die Sie benötigen. Das wäre großartig. Ich möchte die wichtigsten Funktionen verstehen, bevor ich mich entscheide. Auf jeden Fall. Die Broschüre beschreibt die Vorteile und den Zeitplan des Projekts. Perfekt. Es ist wichtig zu wissen, was einen erwartet. Ja, und ich kann alle Ihre Fragen beantworten, nachdem Sie es überprüft haben. Das weiß ich zu schätzen. Es ist wirklich hilfreich, jemanden zum Reden zu haben, der sich auskennt. Natürlich. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen. Vielen Dank. Ich werde die Broschüre durchgehen und mich bald bei Ihnen melden. Lektion 21. Einkaufskomfort. Ich liebe es, diese Gegend mit ihren vielen Geschäften zu besuchen, die durch ein Dach miteinander verbunden sind. Tja, es ist so praktisch für die Kunden, alle ihre Einkäufe drinnen zu erledigen. Genau. Es schützt dich vor dem Wetter, während du stöberst. Ruf. Außerdem schafft es eine gemütliche Einkaufsatmosphäre. Oft entdecke ich dort neue Geschäfte, die mir sonst nicht aufgefallen wären. Tja, es ist schön, verschiedene Geschäfte zu erkunden, ohne draußen zu sein. Ich finde, das ist eine tolle Art, einen Tag zu verbringen, besonders im Winter. Auf jeden Fall. Lass uns bald einen Einkaufsbummel dorthin planen.
Ich freue mich darauf. Es wird spannend, die Neuigkeiten zu entdecken. Lektion 22. Reisefreiheit. Bei meiner letzten Reise hatte ich die völlige Freiheit, meine Reiseroute selbst zu planen. Das klingt fantastisch. Gab es bestimmte Orte, die du unbedingt besuchen wolltest? Ja, ich habe mich auf historische Stätten und schöne Landschaften konzentriert. Das ist großartig. Es ist schön, Ihre Reise an Ihre Interessen anzupassen. Genau. Ich fand es toll, die Flexibilität zu haben, alles in meinem eigenen Tempo erkunden zu können. Gab es unterwegs unerwartete Abenteuer? Ja, ich bin über ein lokales Festival gestolpert, das nicht auf meiner Liste stand. Das ist fantastisch. Diese spontanen Momente werden oft zu den schönsten Erinnerungen. Ich stimme zu. Ich glaube, ich werde diese Freiheit auf Reisen immer vorziehen. Lektion 23. Ein engagierter Lehrer. Ich erinnere mich an den Unterricht von Herrn Albin. Er vermittelte mir einen spannenden Eindruck von Geschichte. Er, er war eher Schauspieler als Lehrer, nicht wahr? Absolut. Seine Begeisterung hat den Unterricht wirklich lebendig gemacht. Mir gefiel, wie er historische Ereignisse inszenierte. Das machte sie unvergesslich. Genau. Wenn er eine Schlacht beschrieb, konnte man die Spannung förmlich spüren. Ich stimme zu. Seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, hat unser Interesse geweckt und geweckt. Es ist erstaunlich, wie ein leidenschaftlicher Lehrer die Liebe zum Lernen wecken kann. Auf jeden Fall. Ich denke, sein Ansatz hat viele von uns dazu inspiriert, die Geschichte tiefer zu erforschen. Ich wünschte, mehr Lehrer hätten dieselbe Energie und Kreativität. Lektion 24. Der Umzug nach Williamsburg. Wussten Sie, dass die Hauptstadt ins nahegelegene Williamsburg verlegt wurde? Ja, Williamsburg war eine wichtige Stadt im kolonialen Amerika. Genau. Es spielte damals eine Schlüsselrolle in Politik und Kultur. Ich finde es faszinierend, wie es zu einem Zentrum für Bildung und Handel wurde. Absolut. Die Architektur dort spiegelt ihre historische Bedeutung wider. Ich würde die restaurierten Gebäude und Museen gerne besuchen und besichtigen. Ja, ein Spaziergang durch Williamsburg fühlt sich an wie eine Zeitreise. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Geschichte zu würdigen, die unsere Nation geprägt hat. Planen wir eine Reise dorthin, um das reiche Erbe zu erkunden. Lektion 25. Die Bedeutung strategischer Partnerschaften verstehen. Strategische Partnerschaften sind für die Förderung von Unternehmenswachstum und Innovation von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall kann die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen neue Märkte und Ressourcen erschließen. Ein wesentlicher Vorteil ist der Austausch von Fachwissen, der die Produktentwicklung verbessern kann. Ja, die Bündelung von Kräften führt zu innovativeren Lösungen für die Kunden. Darüber hinaus können Partnerschaften die mit der Erschließung neuer Märkte verbundenen Risiken verringern. Das stimmt. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen können Erweiterungen leichter zu handhaben und kostengünstiger werden. Regelmäßige Kommunikation und abgestimmte Ziele sind für erfolgreiche Partnerschaften von entscheidender Bedeutung. Wir, wenn wir sicherstellen, dass beide Parteien von der Zusammenarbeit profitieren, stärkt das die Beziehung. Letztlich können strategische Partnerschaften zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen führen.
Lektion 26. Ein guter Bürger sein. Andere Möglichkeiten, ein guter Bürger zu sein, sind oft mit größerem Aufwand verbunden. Ja, da stimme ich zu. Manche Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft. Genau, in örtlichen Notunterkünften oder bei der Tafel mitzuhelfen, macht einen riesigen Unterschied. Das stimmt wirklich. Zivildienst fördert das Gefühl der Verbundenheit und Unterstützung. Darüber hinaus kann es für die Beteiligten eine lohnende Erfahrung sein. Bitte Ruf. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und voneinander zu lernen. Ich denke, wir sollten einen Weg finden, uns in unserer Gemeinschaft zu engagieren. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Lass uns gemeinsam nach Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement suchen. Ja, es ist wichtig, etwas zurückzugeben und einen positiven Beitrag zu leisten. Lektion 27. Anschlussflug. Ich muss einen Anschlussflug erreichen, habe hier nur ein paar Stunden Aufenthalt. Das klingt hektisch. Hast du es eilig zum nächsten Gatte? Ja, aber ich habe genug Zeit, um vor dem Einsteigen einen schnellen Snack zu mir zu nehmen. Das ist gut. Flughäfen können besonders in Stoßzeiten überwältigend sein. Auf jeden Fall. Ich bin auf Reisen immer etwas gestresst. Ich verstehe. Es ist hilfreich, im Voraus zu planen und zu wissen, wohin man gehen muss. Genau. Reisen Sie oft beruflich oder privat? Ich reise gelegentlich und versuche immer, die Zwischenstopps zu genießen, wenn ich kann. Das ist ein cleverer Ansatz. So fühlt sich die Reise weniger anstrengend an. Lektion 28. Wochenendpläne. Dieses Wochenende klingt toll. Wohin sollen wir gehen? Wie wäre es mit dem Nationalpark? Zu dieser Jahreszeit ist es dort immer wunderschön. Das ist eine fantastische Idee. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich hoffe, wir können ein paar Wanderwege erkunden und ein Picknick machen. Absolut. Die frische Luft wird nach einer anstrengenden Woche erfrischend sein. Tja, außerdem gibt es so viele malerische Orte zum Fotografieren. Packen wir ein paar Snacks und Getränke für unser Abenteuer ein. Guter Plan. Ich bringe Sandwiches und etwas Obst mit. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mich zu entspannen und mit dir den Park zu erkunden. Lektion 29. Früh ankommen. Es ist wichtig, früh am Flughafen zu sein, nicht wahr? Ja, ich stimme zu. Es wird empfohlen, mindestens 2 Stunden vor dem Abflug einzutreffen. Genau. So haben Sie Zeit für den Check-in und die Sicherheitskontrolle. Darüber hinaus trägt es zur Stressreduzierung bei und ermöglicht die Bewältigung unerwarteter Verzögerungen. Auf jeden Fall. Ich hatte schon so manche brenzlige Situation mit Flügen. Bei mir ist es genauso. Deshalb plane ich auf Reisen immer zusätzliche Zeit ein. Klug gedacht. Es ist besser, am Garte zu entspannen, als sich zu beeilen. Auf jeden Fall. Und manchmal kann man vor dem Einsteigen auch noch ein leckeres Essen genießen. Ja, ich liebe es, vor einem Flug etwas Zeit zum Entspannen zu haben. Lektion 30. Content Marketing Strategie.
Ich denke, wir sollten uns auf Content Marketing konzentrieren, um unser Publikum effektiv anzusprechen. Das ist ein solider Plan. Hochwertige Inhalte können wirklich Aufmerksamkeit erregen. Absolut. Es geht darum, einen Mehrwert für unsere Zuschauer zu schaffen. Der informative und unterhaltsame Inhalte können Vertrauen und Loyalität schaffen. Ich stimme zu. Wir sollten über verschiedene Formate wie Videos oder Blogs nachdenken. Verstehe. Durch die Mischung von Formaten können wir das Interesse unseres Publikums aufrechterhalten. Genau. Wir könnten auch soziale Medien nutzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Der, der Austausch mit unseren Followern kann ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Lassen Sie uns unsere Inhaltsstrategie skizzieren und einige Ziele festlegen. Lektion 31. Kreative Hobbys. Ich stimme zu. Außerdem ist es ein lustiges und erschwingliches Hobby, um unsere Kreativität freien Lauf zu lassen. So, es gibt so viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Ja, ob malen, basteln oder schreiben, alles zählt. Ja, ich liebe es, wie entspannend kreative Hobbys auch sein können. Sie helfen wirklich, Stress abzubauen und Freude in unser Leben zu bringen. Ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Kreativität auszuleben. Auf jeden Fall. Es ermutigt uns, über den Tellerrand hinauszuschauen. Außerdem macht es Spaß, unsere Kreation mit Freunden und Familie zu teilen. Ich stimme zu. Lass uns bald einen Basteltag planen, um gemeinsam an einigen Projekten zu arbeiten. Lektion 32. Festivalorte. Diese Festivals finden normalerweise jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Ja, es bleibt spannend und ermöglicht neue Erfahrungen. Genau. Jeder Ort hat seine eigene Atmosphäre und seinen eigenen Charme. Ich liebe es, wie Festivals die lokale Kultur und Tradition präsentieren können. Absolut. Es ist eine tolle Möglichkeit, verschiedene Communities kennenzulernen. Außerdem machen das Essen, die Musik und die Aktivitäten es immer unvergesslich. Auf jeden Fall. Ich probiere auf Festivals gerne neue Gerichte aus verschiedenen Küchen. Tja, es ist wie ein kulinarisches Abenteuer an einem Ort. Sehen wir uns den Zeitplan für die kommenden Festivals in unserer Gegend an. Lektion 33. Kulinarische Herausforderungen. Die Gerichte waren unglaublich, die Aromen waren einfach fantastisch. Das klingt köstlich. Gab es beim Kochen Herausforderungen? Ja, es gab einige knifflige Momente, insbesondere hinsichtlich des Teamings und der Temperaturen. Das kann ich mir vorstellen. Kochen kann ein ziemlicher Balanceakt sein. Genau, aber es hat sich gelohnt, als alles perfekt zusammenpasste. Das ist das beste Gefühl. Es ist befriedigend zu sehen, dass sich harte Arbeit auszahlt. Absolut. Ich habe dabei viel über Aromen und Techniken gelernt. Ich würde gerne irgendwann mehr über Ihre Kocherfahrungen hören. Ich teile es gerne. Lass uns bald eine gemeinsame Kochsession planen. Lektion 34. Der Eiffelturm. Ja, ich habe den Eiffelturm in Paris gesehen und er war atemberaubend.
Pfiff. Was dachten Sie, als Sie es zum ersten Mal sahen? Ich war von seiner Größe und der komplizierten Schmiedearbeit beeindruckt. Das kann ich mir vorstellen. Warst du auf der Aussichtsplattform? Ja, die Aussicht von oben war unglaublich. Man konnte die ganze Stadt sehen. Das klingt fantastisch. Das würde ich gerne eines Tages erleben. Das solltest du unbedingt. Auch die Atmosphäre rund um den Turm ist magisch. Ich habe gehört, dass die Gärten in der Nähe auch wunderschön sind. Das sind sie. Es ist ein perfekter Ort zum Entspannen nach dem Besuch des Turms. Lektion 35: Unser Netzwerk erweitern. Darüber hinaus hilft es uns, unser berufliches Netzwerk für potenzielle Gelegenheiten zu erweitern. Das stimmt. Networking kann uns in unserer Karriere wirklich Türen öffnen. Genau. Neue Leute kennenzulernen kann zu Kooperationen und Projekten führen. Ich habe festgestellt, dass die Teilnahme an Veranstaltungen und Workshops eine großartige Möglichkeit ist, Kontakte zu knüpfen. Ja, der Austausch mit anderen Fachleuten aus unserem Bereich kann zu wertvollen Erkenntnissen führen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Beziehungen innerhalb unserer Branche aufzubauen. Darüber hinaus können sich daraus Mentoring-Möglichkeiten ergeben, die von unschätzbarem Wert sind. Syluf, von erfahrenen Fachleuten zu lernen, kann unser Wachstum beschleunigen. Nehmen wir uns vor, dieses Jahr an mehr Networking-Events teilzunehmen.